Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind heute im Prinzip an einer Location, die wir schon mal besucht haben. Nur uns ist heute was aufgefallen, dass es hier scheinbar noch mehr Objekte gibt, die hier versteckt sind. Weil ich das Gelände jetzt so ein bisschen abgelaufen bin und einen Haufen Relikte einfach gefunden habe. Also wir befinden uns jetzt hier scheinbar nämlich auf dem Bunker. Wir können das jetzt hier erkennen. Hier unten ist ein Rahmen, betoniert, und hier geht es so ab. Wenn man jetzt hier so steht, sieht man, wie das hier jetzt abflacht. Ich glaube, da drüben ist irgendwie so ein Hahn oder sowas. Wie das hier runter geht. Und das Objekt, was zugänglich war, ist da hinten. So, und hier geht es nämlich halt weiter, aber mit Steinen. Genau, du gehst mal eben kurz da oben her. Du kannst links und rechts gucken. Du siehst halt viele Objekte. Ihr seht genau wie bei der anderen Location, es sind überall gemauerte Geschichten. Und zum Teil halt richtig betonierte Sachen, wie da unten. So, diese große Klotz. So, und hier geht es halt weiter. Wo ich jetzt hier runter gehe, da habt das jetzt halt auch. Wie als ob das nämlich hier das Dach wäre von dem Ganzen. Und man erkennt ja hier, wie das Gelände halt einsteigt. So, dass man hier vielleicht den Zugang versprengt hat. Gehe ich mal ganz schwer davon aus. Aber es gibt hier einfach so viele Indizien, genauso wie hier. Wie als ob ich jetzt hier auf dem Dach wäre. Hier ist eine kreisrunde Fläche. Ich kann die mal ein bisschen hier ausgraben. So, ihr erkennt hier den Beton. Da. Es geht hier ringsrum. Als ob hier für die Belüftung das Ganze installiert gewesen ist. Nach oben hin raus. So, und wir haben jetzt eine Zeit, wo ich das jetzt ganz gut spotten kann. Im Sommer ist das unmöglich. Also wir bewegen uns, und das ist meine Meinung, die ganze Zeit auf dem Dach. Weil ich kann das hier ganz gut erkennen, wie das hier hochgeht. Das ist hier alles übererdet. Dahinter sind Schienen, da fährt der Zug her. Hier ist noch ein Zwischengebiet. Das sind noch mehr Fundamente. Da werden noch weiter Häuser gestanden haben. So, ja, dieser Hahn, der macht einen auch kirre. Melanie ist da hinten. So. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das zusammenschneide. Das ist höchstwahrscheinlich dann auch mehr für die Member jetzt interessant. Hier auch. Hier sind schon wieder so viele Steine hier, die an Seite hochgehen. Hier unten wieder ein Metallstück, was hier schon in dem Baum verwachsen ist, was hier hochgekommen ist. Und ihr seht, wie massiv das hier ist. Ich muss aufpassen, ich habe keine Handschuhe mit. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir hier so... Da. Hier überall. Hier seht ihr auch, hier ist Beton. Hier unten. Ja, ich komme. Alter Leute, es ist gerade richtig spannend, weil das hat hier keiner auf den Schirm, dieses Objekt. Ja. Was da liegt? Das da? Ne, das ist irgendwas, das meine ich, diese Stelle. Hier konnte man jetzt ganz gut in das Zwischengebiet gehen. Ich gehe jetzt hier auch mal runter. So, ihr seht jetzt nämlich den Höhenunterschied. Melanie ist hier. Ich bin jetzt hier wie in diesem Graben, in dieser Senke drin, die sich hier durchzieht. Hier haben wir diese Leiste, diese Betonleiste. Und das ist jetzt praktisch das Zwischengebiet, was uns von dem Gleis hier hinten trennt. Ja, das ist eine Bohle. Das ist eine von der Eisenbahnstrecke. Das ist eine alte hier. Aber hier ging es scheinbar rein. Ich glaube, das ist hier die alte Gleisstrecke, Schatz.
Ja, ihr seht hier nämlich noch die großen Steine. Das ist hier alles. Hier seht ihr nämlich auch noch, das ist hier alles ehemals Gleisstrecke gewesen. Hier haben sie alles abgenommen. Hier sind noch die Kabel. Scheiß Ding. Gehen wir nochmal hier eben kurz durch. Junge. Ich muss noch aufpassen, weil jetzt hier irgendwo auch die richtige Strecke ist. Da hinten nämlich, genau. Ne, das ist auch alles tot hier. Ne, das ist, glaube ich, eher uninteressant. Hier ein weiteres riesiges Blech. Also kein Blech, das ist schon... Das ist einfach eine große Stahlplatte hier. Die könnte man gar nicht tragen. Die ist hier zusammengerollt irgendwie hier drin. Und hier ist auch verdächtig, dass das hier so tief drin ist. Dass sich hier so eine Wassergrube bildet. Ja, und ihr könnt hier sehen, hier geht es. Das ist so ein Höhenunterschied. Und das hat jetzt nichts mit diesem alten Gleisbett da hinten zu tun. Weil wie gesagt, der andere Bunker ist da hinten. Hier weiteres Objekt. Und hier ist überall, das merke ich schon, wenn ich hier drauf trete, hier sind überall Steine. Hier geht es weiter. Und hier unten, glaube ich, kann man das mal ganz gut sehen. Ja, das ist richtig betoniert hier. Hier oben ist, glaube ich, auch das... Hier oben ist doch, glaube ich, auch so ein Dach hier. Hier ist wieder Metallträger drin. Stahlträger. Also, Leute, ey. Ich bin jetzt so angefixt. Glaubt ihr gar nicht. Das ist richtig spannend. Und gerade diese Relikte jetzt hier sieht, kriegt man direkt eine feuchte Aussprache. Oh Mann. Da, überall. Hier, das ist wie als ob sie das Ding mal hier entweder mit irgendeiner großen Maschine zusammengefahren haben. Hier auch riesige Fläche. Das eindeutigste Indiz wäre, wenn wir jetzt auf einmal eine Stahltür oder sowas finden. So, hier ist die richtig massive Platte. Ihr könnt auch hier sehen, wie lange das hier liegt. Das ist hier unter diesen Bäumen schon richtig eingewachsen. Vielleicht erkennt ja auch einer, für was man solche massiven Platten, die hier Löcher drin haben, für was man die verwendet hat. So, sollen wir mal gucken, wo habe ich jetzt die eindeutige Stelle gehabt. Es fängt jetzt schon an. So, hier. Jetzt kommen wir zu der Stelle. Das ist ja eindeutig hier schon alleine. Guck. Hier. Einmal das. Und jetzt guck mal das. So ein Rahmen. Wie von diesem Zugangsfenster von dem Bunker, wo wir vorhin waren. Und hier sieht man wieder drunter, ist das hier alles. Das ist wie als ob die das hier zusammengefahren haben. Und irgendwo ist jetzt die eine Stelle, hier oben seht ihr das auch noch mal, da, hier wieder die großen Ziegelblöcke. Irgendwo ist jetzt hier eine Stelle, die ich noch finden muss. So Leute, hier ist die Stelle. Ihr seht schon, wie das hier runter geht, das Gelände. Das ist die Stelle, wo ich eindeutig meinte, das muss was sein. Hier. Da seht ihr das. Hier ist eine große Wand drin, betoniert. Da. Ihr seht hier noch die Verschalung. Also wo die Bretter für die Verschalung angelegt wurden.
Hier ist auch Metall. Hier drin. Hier ist Metall. Überall ist Metall. Hier riesiger Rahmen. Hier von Belüftung vielleicht. Ich komme gleich. Ich nehme mal kurz hier das noch eben auf. Hier wieder so ein Riesending. Also Leute, ihr könnt mal erzählen, was ihr wollt, aber hier ist irgendwas drunter. Da geht es weiter mit dem Beton. Oh, krass. Ich bin so angefixt. Das glaubt ihr gar nicht. Da hinten ist das noch, da ist noch ein Fass. Das sieht aus wie so ein Fass auch aus der Zeit. Die sind doch verzinkt, oder nicht? Ja? Hier unten, ne? Da bin ich auch hergegangen. Das ist alles hier an den Seiten drin. Wenn du jetzt hier richtig wühlen würdest, graben würdest. Hier. Schaut mal. Hier mit so einer Öffnung in der Mitte. Das könnte sogar schon fast so ein Ding vom Filter sein, oder? Das haben wir doch gerade drin gesehen. In einem anderen Bunker. Schaut mal hier, das Loch. Hier. Das ist ja hier ein kreisrundes Ding. Hier ist noch mehr. Oh. Also hier müsstest du echt normalerweise hier hin und jetzt mit dem Klappspaten ansetzen. Also das sieht mir aus wie vom Filtersystem. Das ist ja auch nur so dünnwandig gewesen. Hallo? Ja? Ja. Wir gucken jetzt einfach mal, wie weit das da hinten weggeht. Ich wollte euch jetzt noch eine Stelle zeigen, da hinten mit den Fässern. Weil das ist noch sehr interessant. Habe ich mich auch schon gesehen. Ich weiß nicht, sind diese Fässer auch nicht so voll verzinkt gewesen, weshalb die halt auch noch so gut erhalten sind, wenn man die irgendwo findet. Ich glaube doch schon, oder? Da, schaut mal. Hier. Hier sind überall solche Dinger. Hier ein Riesenfass. Da. Ich weiß es nicht, Leute. Hier geht es weiter. Ja, ab der Stelle habe ich nicht mehr weitergemacht, wo du jetzt stehst. So, und jetzt guckt euch mal die Struktur hier an. Ja, ich filme so ein bisschen gegen das Licht, das merke ich gerade. Vollkommen dämlich. Hier unten. Alles hier unter diesem Ding. Und bräuchte noch irgendwelche eindeutigen Indizien noch. Aber ich meine, was soll das jetzt hier noch anderes gewesen sein? Guckt euch diese Brocken hier an. Was soll es anderes gewesen sein? Oh, das ist... Das ist krass. Hier geht's weiter. Hier sind große Scharniere und Rahmen, meine ich. Da. Einer Bunkertür. Hier ist schon eingewachsen. Schaut euch das mal an hier. Guckt euch das mal an. Ich muss aufpassen, ich habe keine Handschuhe. Da hat jetzt auch keiner gerechnet hier. Melanie hat jetzt auch was von da oben gespottet. Alter, schon wieder, ne?
Es ist schon wieder so ein Ding. Ich meine da auch Türrahmen gesehen zu haben. Guckt euch das mal an, das ist so massiv hier. Oh. Was ist das? Und da wo du stehst, hier sind auch irgendwelche... Guck mal, hier ist doch was drunter. Guck mal, hier sind erstmal solche alten Stahlseile-Kabel. Und guck mal hier, wenn ich jetzt hier ist schon wieder ein Stein hier. Ich kann sagen, was du willst. Wir stehen hier auf dem Bunker. Mehrere, keine Ahnung, die gesprengt sind oder zusammengeschoben sind. Man bräuchte halt so ein eindeutiges Indiz, weißt du? Irgendwie, wo man jetzt eindeutig identifizieren kann, was es ist. Das wird von der Bank sein. Vielleicht war ja hier auch wie so ein Bahnhofsgebäude, aber das wird halt mit Bunker sein. Also unterkellert und ein Bunker drunter gewesen sein. Ey Schatz, ich glaube, ich sehe da was. Guck mal hier unten, das geht hier rein. Hey, wo sind wir hier, Leute? Da ist ein riesiger Betonsockel hier unten. Und da noch einer. Ja? Ich weiß es noch nicht. Hey, was ist das hier? Was ist das denn? Ja, aber guck mal. Das ist irgendwas, was zu der Anlage gehört. Weil du gehst jetzt hier auch in so einen Graben rein, ne? Was ist das denn? Na gut, es kann auch von der Bahnhofsstation hier sein. Ich kann das nicht sagen. Das geht da hinten weiter. Durch den Graben. Na gut, das kann hier von einem Bahnhof sein. So wie das aussieht. Das ist ein bisschen moderner. Aber das muss, wenn, mit den alten Anlagen verbunden sein. Weil diese Betonklötze, die, wenn du da durchgehst, die jetzt rechts kommen, die sprechen ein anderes Bild. So. Hier habt ihr den zweiten großen Klotz in diesem Kanal hier. Das ist alles älter hier. Weil diese Bäume, die stehen ja auch schon länger hier. Und da ist der zweite. Und jetzt sind wir schon wieder so verdammt hoch. Und hier liegt ein Haufen Material wieder drauf. Oh, ey, wenn wir jetzt noch einen Zugang finden würden, das wäre richtig krass. Also, das wäre richtig krass, Leute. Noch so ein Riesenklotz hier unten weiter. Da sind überall Metallteile verstreut. Das ist dieser komische Kanal. Gut, hier sind mal irgendwelche Leute gewesen und haben was gebaut. Kinder vermutlich. Aber es ist interessant, was hier trotzdem rumliegt. Hier. Da ist ein Reh. Guck mal, es ist merkwürdig einfach.
Bahnstrecke, ne? Ja eben, Melanie sagte auch gerade, das sieht hier auch alles so ein bisschen aus, als ob das behakt wurde damals, Granattrichter. Weil es ja hier die Bahnstrecke ist, hat Melanie recht. Und man wollte ja die Verkehrsrouten beziehungsweise für die Rohstoffe, Kohle und so weiter aus dem Ruhrgebiet, das musste man ja alles dann irgendwann mal unterbrechen. Da hat man ja systematisch die Anlagen bombardiert und das, wenn man sich diesen Baum hier anguckt, ich weiß nicht, was das für eine Art ist, aber der ist ja richtig alt und man hat hier immer wieder diese Trichter jetzt hier in dem Bereich. So, und wo wir uns halt hier jetzt bewegen in der Mitte die ganze Zeit auch, das war auch eine Bahntrasse. Und man sieht das hier noch. Oh, guck mal. Jo. Hier sind noch 2 Schienen. Jetzt können wir das nämlich richtig gut erkennen hier. Und guck mal, genau in der Mitte, ne? Wie als ob es hier jetzt einen Einschlag gegeben hat, ne? Genau hier in der Mitte. Zack. Bombardiert. 100%ig. Das ganze Gelände sieht so danach aus. Ich wette mit dir, wir bewegen uns hier auf so einer Geschichte. Wie gesagt, wir haben ja einen Bunker dahin gefunden. Der ist für 50 Mann ausgelegt. Und wie gesagt, hier ist ja jetzt direkt eine Stadt auch. Und die Stadt hat nicht nur 50 Einwohner. Das heißt, hier müsste es noch mehr Anlagen gegeben haben. Oder gibt es immer noch, die hier drunter liegen. Guck mal hier. Ey, ich glaube hier ist, das sieht aus wie so eine Tür. Das sieht jetzt aber richtig verdächtig aus hier. Und auch dieses Teil hier. Schaut mal hier. Guck mal da an der Seite. Oder? Was meinst du? Das hier. Das kann natürlich auch von, das Teil hier in der Mitte, es kann auch von so einem Bahnmast oder sowas sein. So eine Schrankenanlage, Schaltanlage. Das hier. Aber hier, das ist doch hier, das sieht aus wie eine Tür. Also hier sind immer mehr Relikte. Hier unten könnt ihr das sehen hier. Und hier komme ich schon wieder zu so einem Feld, wo richtig viele Steine, große Brocken liegen. Hier. Alles irgendwie Ofenrohre, Belüftungsrohre. Wir können das ja erkennen, was das hier für massive Gebäude gewesen sein müssen. Und guck mal, hier hast du, das sieht doch ganz danach aus. Guck mal, hier hast du Stiegen dran. Kleine Leitern. Hier. Das ist doch eindeutig. Dass das Ding umgedreht hier reinging. Dass das hier schon der Notausstieg war. Melanie. Habe ich hier gefunden. Ja. Ja, jetzt kommen noch richtig viele Teile der Bahnanlage noch hier. Aber guck mal, jetzt geht das Ding so rein hier, ne? Ja gut, die liegen alle kreuz und quer hier, die Schienen. Alles richtig betoniert hier. Guckt euch das doch an. Und hier oben mit den Flugzeugen wirkt das auch schon fast, als ob wir jetzt in dieser Zeit wären. Und werden hier gleich bombardiert. Aber das sind alles richtige Kravenzmänner. Tja. Also wir laufen jetzt hier wirklich schon. Ja, wir haben jetzt bestimmt schon locker einen Kilometer jetzt weg, oder?
Hier komplett verzogen. Auch keine mehr mitgenommen. So wie die hier drin liegen. Wahnsinn. Ja, es geht weiter, Leute. Also das ist hier übersät. Das ist hier übersät von Metall, von Beton. Krass wäre, wenn man irgendwo noch eine Aufschrift oder sowas finden würde, aber wenn es direkt an der Oberfläche ist, eher weniger, ne? Und es ist halt, ja, aber relativ wenig so moderner Müll dazwischen. Das ist schon, muss man schon sagen. Also es zeigt halt, dass hier nicht viel Betrieb in dem Bereich ist. Das ist eigentlich schon mal gut zu wissen. Ja, guck mal. Ja, also Melanie, kannst du mir sagen, was du willst? Da kannst du mir sagen, was du willst. Das ist wie, als ob es hier den Zugang gab und dann hat man das hier gesprengt. Guck dir das doch mal an, oder? Ich weiß es nicht. Guck mal, da oben liegen auch noch Metallteile drauf. Hier noch so ein... Ist das nicht auch so verzinkt? Ne, steht nichts drauf. Ich irgendwie das erkennen könnte, für was die Sachen sind. Hier oben sind ja noch mehr Metallteile. Da hier auch sehr massiv. Noch ein Metallteil. Man kann es halt auch nicht so richtig identifizieren. Guck mal, das sieht auch schon wieder aus wie so ein Einschlag durch eine Granate, oder? Ja. Es ist ja nicht natürlich und es macht keinen Sinn, dass es hier sowas gibt. Es macht keinen Sinn. Das ist ein Einschlag, hier wird auch irgendwas ringsrum gestanden haben. Ja, und ihr könnt da hinten erkennen, da hinten ist jetzt die offizielle Bahnstrecke. Und hier war noch mehr Gleise verlegt. Man muss echt nur ein bisschen hier über dem Boden gucken. Da auch. Und sieht, wie viel hier rumliegt. Oh, ich weiß nicht, was das ist hier. Ja, noch ein Granatrichter. Da hinten ist noch ein Granatrichter. Ja, weil das halt nie weiter dann genutzt wurde, hat man das jetzt auch nicht verfüllt oder sowas. Hier drin sind noch viele Metallelemente. Und hier ist noch, keine Ahnung, muss dann auch von der Bahn sein. Aber auch alt. Auch irgendwas zu der Schaltanlage vermutlich. So Leute, jetzt sind wir wieder an unserem Ausgangspunkt. Wir sind jetzt bestimmt locker mindestens 1 Kilometer in diese Richtung gelaufen. Und jetzt könnt ihr noch mal erkennen, das haben wir jetzt am Anfang gar nicht aufgenommen. Da gibt es nochmal ein separates Video auf unserem Kanal. Das ist hier der Bunker, wo wir halt rein können. Und ihr seht, das ist im Prinzip genauso aufgebaut. So, es ist an der Seite hoch angehäuft und hier habt ihr nämlich den Zugang
Da sind wir auch drin gewesen. Und das ist wie gesagt da hinten halt das gleiche, nur da finden wir halt nichts jetzt. Also zumindest keinen Zugang, aber alle Indizien sprechen für sich, dass da irgendwas ist. Ja, wir hoffen, euch hat das Video trotzdem gefallen und dann seht ihr halt auch noch mal, was wir alles machen und wie viel wir zusätzlich noch erkunden, was nicht immer dann ein vollwertiges Video wird. Also schaltet ein, bis beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.